Hi, ich bin der Nico, ich bin Schreinermeister und ich habe als Meisterstück einen Tischkicker gebaut. Ich habe mich für einen Tischkicker in Nussbaum und Eiche entschieden. Habe im Prinzip den kompletten Korpus aus Massivholz, amerikanischen Nussbaum, gefertigt und habe mich dafür entschieden, eine Holzkombination aus Nussbaum und Eiche zu machen. Als Besonderheit in dem Spielfeld habe ich mich dazu entschieden, die Spielfeldmarkierungen aus Epoxidharz zu gießen. Ich habe schon öfters mit dem Epoxidharz gearbeitet, weil es sehr viel Spaß macht, mit diesem Material zu arbeiten. Die Herstellung von diesem Spielfeld ist folgendermaßen abgelaufen. Bei dieser Platte handelt es sich ja um eine selbst hergestellte Multiplexplatte. Das bedeutet, dass viele verschiedene Schichten an dünnen Furnierhölzern kreuzweise übereinander verleimt werden. Und als dieser Schritt quasi erledigt war, bin ich mit dieser Platte auf die CNC gegangen und habe dann diese Spielfeldmarkierungen ausgefräst. Eine anspruchsvolle Tätigkeit war natürlich zum einen schon mal das Gießen, weil natürlich das Epoxidharz auch ein Stück weit ins Holz einzieht. Und wenn man nicht aufpasst, beziehungsweise wenn man das nicht richtig vorher grundiert, kann es halt passieren, dass dieses schwarze Epoxidharz in die Fasern von diesem Eichenholz einzieht, da Eiche ja normalerweise schon sehr, sehr grobporig ist. Und dann das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre natürlich, wenn dieses schwarze Epoxidharz überall in diese Fasern einzieht oder in diese Poren einzieht. Dieses Spielfeld ist natürlich die beanspruchtste Oberfläche dieses Tischkickers. Und ein Vorteil von diesem Epoxidharz, was ich sowohl als Oberflächenbeschichtung als auch für diese Spielfeldbegrenzung genutzt habe, verhindert halt, dass die Markierung einerseits abgenutzt ist und dann nicht mehr sichtbar ist, als auch, dass diese Oberfläche dadurch sehr stabil und robust wird. Die hochgestellten Ecken. Dabei musste man wahnsinnig gut aufpassen beim Schneiden, weil der Maserungsverlauf, den dieses Spielfeld hat, natürlich auch über die Ecken weiter nach oben laufen sollte. Bei den meisten Tischkickern ist es ja ein mit Linoleum belegter Belag und wenn dieser natürlich dann schräg nach oben ansteigt, fällt das natürlich mehr auf als eine unruhige Maserung, die auch noch als Maserungsverlauf in den Ecken weiterläuft. Ich habe diesen Anschlag dann auf 45 Grad geschwenkt und habe dann das Sägeblatt auch noch auf Gärung gestellt, damit ich hier meine 45 Grad Ecke auf Gärung hochgeleimt bekommen habe. Naja, man hat natürlich bei einem Spielfeld, was quasi schon dem Ende entgegengeht, wenn man so weit ist, dass man die Ecken hochstellt, da ist natürlich, kann jeder Schnitt der letzte sein. Also man hat quasi bei dem Hochsetzen der Ecken nur einen einzigen Versuch. Bei der Herstellung eines Meisterstücks, gerade auch bei diesem Tischkicker, sind natürlich gewisse Anforderungen zu erfüllen, die vom Prüfungsausschuss vorgegeben werden. Und ein Punkt dieser Punkteliste war drehbare Teile oder ein Schubkasten. Jetzt ist ein Tischkicker natürlich nicht so das klassische Stauraummöbel und so habe ich mich aber trotzdem dafür entschieden, einen Schubkasten in dieses Meisterstück einzuführen. Dieser Schubkasten hat bei diesem Tischkicker die Funktion, dass ich Stauraum für den Beleuchtungsschalter und für die Kickerbälle zu schaffen. Genauso wie ich hier noch eine Dose mit Stangenkleidmittel verbaut habe, um auch jederzeit überall die Stangen nachschmieren zu können. Ja, das Thema Elektronik ist natürlich auch relativ wichtig und da habe ich mich dafür entschieden, eine Spielfeldbeleuchtung einzulassen, damit auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein Top-Spiel gewährleistet werden kann. Ich habe die Möglichkeit, durch diesen Schalter, der in der Schublade verbaut ist, das Licht zu dimmen oder ein- und auszuschalten. Ja, um jederzeit auch nochmal Zugang zu dieser Elektronik zu haben, im Falle eines Ausfalls der Elektronik oder einfach nur um Wartungsmaßnahmen vorzunehmen, habe ich mich dafür entschieden, dieses obere Segment von dem unteren mittels einer Klappfunktion öffnen zu können und habe so jederzeit Zugang zu der verbauten Elektronik. Wir sehen da im Prinzip jetzt die Zuleitung über dieses Kabel und die einzelnen Lichtanschlüsse der einzelnen LED-Leisten. Die Herstellung von diesen Kickerfiguren ist folgendermaßen abgelaufen. Ich habe diese Kickerfiguren aus einem
einzelnen Teil auf der CNC gefräst in 2 unterschiedlichen Arten. Die erste Art ist diese Variante. So wurden zunächst mal alle Kickerfiguren aus einem Block rausgefräst. Und der nächste Schritt war dann gewesen, diese Figur einmal um 90 Grad zu drehen und dann die Bearbeitung von der anderen Seite zu fräsen. 22 Kickerfiguren. Die habe ich aufgeteilt in 11 Kickerfiguren aus Nussbaum und 11 Kickerfiguren aus Eiche. Es gibt natürlich auch bei der Herstellung von diesen Kickerfiguren einige Vorgaben, an die man sich halten sollte. Auch wichtig ist der gleichmäßige Abstand von Spielfeldoberkante bis zur Unterkante von diesen Kickerfiguren. Aber natürlich auch die Breite und Stärke von diesem Fuß, den diese Kickerfiguren alle gleichermaßen haben. Ich habe bei dem Tischkicker ein paar Teile verarbeitet, die nicht aus eigener Produktion sind, was Zukaufteile sind. Dazu zählen unter anderem die Kickerstangen an sich, die Gleitlager und die Puffer, die bei diesen Kickerstangen hier dabei sind. Bei diesem Tischkicker wollte ich natürlich so viel wie möglich selber machen und natürlich auch so viel wie möglich aus Holz herstellen. Deswegen war für mich dann relativ schnell klar, dass ich auch diese Griffe von den Kickerstangen nicht zukaufen wollte, sondern diese dann auch selber drechseln möchte. Ich habe mich bei dem Design von diesem Tischkicker dazu entschieden, einige Teile schräg zu gestalten. Das sind zum einen schon mal die Tischfüße, die in diesem Bereich hier um 5 Grad schräg gestellt sind. Dann zum anderen diese eingegrateten Eicheadern, die von Fußbeginn bis zur Oberkante von diesem Tischkicker weiterlaufen. Und ich habe diese 5 Grad Schräge bei meinen Initialien verwendet, die auch in demselben Winkel vom Tischfuß fortlaufend nach oben weitergeführt sind. Bei diesen schräg laufenden Adern hatte ich natürlich folgendes Problem, dass ich hier längs auf Querholz laufende Maserungsrichtungen habe. Da das natürlich aus technischer Sicht irgendwie umsetzbar gelöst werden muss, habe ich mich dafür entschieden, dann diese Adern einzugraten. Das heißt im Prinzip, dass dieses Eichenstück, was man hier sieht, nach hinten hin schräg in dieser Nussbaumseite eingesetzt ist. Das war mein Tischkicker. Bei Fragen schreibt's gerne in die Kommentare. Ich bin gerne bereit, alle Fragen zu beantworten. Und ich denke mal, wenn man sowas zeigt, kann man auch eine Runde spielen.